Willkommen auf meinem YouTube-Kanal und sonnige Grüße aus Costa Rica. Kennst du das auch? Du stehst morgens vorm Spiegel und denkst dir, oh, ich muss unbedingt abnehmen. Ich muss mehr Sport machen. Die Waage zeigt zu viel an. Die Rolle am Bauch, die muss weg. Und irgendwie klappt's nicht. Das hat ja immer so was Negatives, so was ich hadere mit mir, es muss was weg und ich arbeite gegen etwas. Und da hat mir dieser Perspektivenwechsel weg von diesem, ich will dünn sein, ich will abnehmen, hinzu, ich will meinem Körper was Gutes tun, ich will Energie haben, ich will stark sein, ich will Muskeln aufbauen, extrem viel gebracht. Das geht dann eben weg von diesem Verzicht, Kontrolle, Mangel hinzu, was kann ich mir und meinem Körper Gutes tun? Ich möchte Muskeln aufbauen, um mich fitter zu fühlen, um mehr Energie zu haben. Geht dann weg von dieser Selbstkritik und hin zur Selbstfürsorge. Ich arbeite jetzt auf etwas hin und nicht gegen etwas. Und das ändert wirklich alles. Das ändert, wie du dich selbst siehst, wie du mit deinem Körper umgehst, wie du das ganze Thema überhaupt angehst. Bei dieser ganzen Abnehmdiskussion geht es ja meistens nur, wie werde ich möglichst viel Fett möglichst schnell los. Und dabei müsste es eher darum gehen, wie baue ich den Körper um. Weniger Fett, ja, aber wie baue ich eher Muskelmasse auf? Weil Muskeln haben so viel mehr Aufgaben im Körper, als einfach nur ihn zu bewegen. Und sie geben dem Körper ja auch die Kraft und wie wir uns bewegen und damit natürlich auch unser Aussehen. Muskeln sind zum Beispiel für die Fettsäureoxidation wichtig. Das klingt erstmal hochtrabend und kompliziert, bedeutet aber eigentlich nur, dass sie Fett verbrennen. In den Mitochondrien, den Kraftwerken der Zelle. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst aus dem Biologieunterricht, die Kraftwerke der Zelle. Ich kann mich da an weniger erinnern, aber daran tatsächlich noch. Und desto mehr Muskeln du eben hast, desto mehr Mitochondrien hast du, die Fett verbrennen können und damit auch deinen Stoffwechsel gesund und effizient halten. Muskeln helfen auch bei der Blutzuckerregulierung. Besonders wir Frauen so ab 40, Mitte 40, wenn die Wechseljahre angehen und das Östrogen abnimmt, können zu Insulinresistenz neigen. Und Muskeln können eben den Zucker direkt aus dem Blut aufnehmen, am Insulin vorbei und helfen eben bei dieser Blutzuckerregulierung. Außerdem sind Muskeln das Longevity-Organ schlechthin. Also das Organ, was uns gesund altern lässt. Weil sie sind eben zuständig für Bewegung, für Stabilität, für Gleichgewicht. Und wenn wir eben diese Kraft nicht mehr haben, dann werden wir gebrechlich und werden von anderen abhängig. Plus, dass wir natürlich auch durch Stürze uns verletzen können. Und sind wir mal ehrlich, es macht auch jetzt schon Sinn, Muskeln zu haben. Letztens hat mich mein 18-jähriger Sohn im Stich gelassen, weil er mit einem Freund im Fitnessstudio geblieben ist. Und ich musste dann die Gasflasche ins Auto wuchten. Und da hat es mir extrem viel gebracht, dass ich in letzter Zeit wirklich Kraft und Muskeln aufgebaut habe, um das Ding ins Auto zu kriegen. Muskeln sind außerdem ein hormonaktives Organ. Sie schütten Myokine aus, das sind Botenstoffe, die zum Beispiel helfen, Entzündungen im Körper zu reduzieren, was bei einigen Symptomen der Wechseljahre, wie zum Beispiel Gelenkschmerzen, echt hilfreich sein kann. Und sie sind bei der Fettverbrennung auch beteiligt. Außerdem helfen sie, das Immunsystem positiv zu beeinflussen und sind bei der Bildung von neuen Nervenzellen beteiligt. Außerdem kommunizieren diese Myokine, also diese Botenstoffe, direkt mit dem Gehirn. Und eben durch diese Bewegung und den Sport schüttet dann dein Körper Glückshormone aus, wie Serotonin und Dopamin. Und die lassen dich eben klarer werden im Kopf, stabiler, Stress wird abgebaut, dadurch schlafen wir besser. Und wir wissen alle, wenn wir besser schlafen, sind wir tendenziell auch besser drauf. Ich habe das auch bei mir selber gemerkt. Ich mache jetzt seit 3 Monaten Krafttraining und High-Intensity-Interval-Training regelmäßig. Und ich bin viel fitter, ich bin viel weniger müde und ich bin auch vom Kopf viel besser drauf. Wir Frauen haben ja dann häufig Angst, dass wir, wenn wir jetzt trainieren, plötzlich so Muskelberge kriegen und nicht mehr weiblich ausschauen. Dafür brauchen wir aber im Endeffekt keine Angst haben, weil wir haben eh nicht so die Tendenz zum Megamuskelaufbau. Und wir Frauen ab 40, Mitte 40, noch mal weniger, da müssten wir schon sehr hart, sehr viel trainieren, dass wir irgendwann ausschauen wie eine Bodybuilderin. Was bedeutet das jetzt so fürs tägliche Leben? Du bewegst dich und trainierst eben nicht mehr, um Kalorien zu verbrennen, sondern einfach, um stärker zu werden, um gesünder zu werden, um dich besser zu fühlen. Und beim Essen geht es nicht mehr darum, möglichst wenig und wie viel Kalorien hat das, sondern wie nähre ich meinem Körper, wie helfe ich ihm, sich zu regenerieren und eben Muskeln aufzubauen. Und wenn du dich eben bewegst und trainierst, dann geht es eben nicht darum, über dieses Ich muss und als Strafe das Ganze zu sehen, sondern ich kann, ich darf und mein Körper kann das. Ich rede auch jetzt überhaupt nicht davon, dass du dich jetzt plötzlich stundenlang im Fitnessstudio abquälen musst. Absolut nicht. Sondern es geht darum, eben möglichst immer mehr Bewegung in deinen Tagesablauf einzubauen. Also zum Beispiel ein Spaziergang um Block oder ein bisschen Yin-Yoga oder Stretching. Dann Calisthenics, also Übungen mit dem eigenen Körpergewicht. Dazu brauchst du nicht mal irgendwie Hanteln. Oder einfach nur alle 1 bis 2 Stunden mal 10 bis 20 Kniebeugen einzubauen. Weil jede Bewegung, und wenn es noch so klein und so wenig ist, ist besser als keine Bewegung. Und es geht jetzt auch nicht darum, jetzt einmal 2 Stunden zum Joggen zu gehen oder einmal dich 3 Stunden im Fitnessstudio abzumühen, sondern eher regelmäßig in deinen Tagesablauf so kleine Bewegungsphasen mit einzubauen. Weil wir wissen alle, die große Wirkung haben nicht diese Hauruck-Aktionen, die wir vielleicht einmal machen, sondern das haben die kleinen Sachen, die wir tagtäglich in unserem Tagesablauf integriert haben und die wir wiederholen. Die haben auf lange Sicht die richtige, wichtige Wirkung. Also es geht darum, dass wir eben nicht mehr gegen unseren Körper arbeiten, sondern mit ihm.
Das Ziel ist nicht kleiner, leichter, dünner zu werden, sondern energiegeladener, gesünder, fitter. Und wenn dir das Video geholfen hat, deine Perspektive vielleicht ein klein wenig zu ändern, dann gib dem Video doch ein Like und abonniere den Kanal. Bei mir geht es eben um Themen so ganzheitliches Wohlbefinden und Gesundheit, besonders für uns Frauen so ab 40, Mitte 40, wenn die Wechseljahre anfangen und sich so unglaublich viel im Körper tut. Und immer daran denken, unser Körper ist unser Zuhause. Wir haben nur den einen. Und eigentlich versucht unser Körper immer ins Gleichgewicht zu kommen. Wir müssen ihm natürlich aber schon dabei helfen und nicht noch gegen ihn arbeiten. Noch ein Hinweis, dieses Video dient rein der Information und stellt keine medizinische Beratung, Behandlung oder Diagnose dar. Dazu bitte zu einem Arzt oder einer Ärztin gehen. Und die Umsetzung aller von mir vorgestellten Tipps erfolgt auf eigene Verantwortung.